Freunde, Jungs und auch Mädels, seid ganz herzlich grüßt zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, wie immer euch geht's gut. Ich habe auf jeden Fall extrem viel Bock auf das, was jetzt erfolgt. Und zwar haben wir heute nicht nur einen großartigen Auftrag, auf den ich sehr gespannt bin. Und ich denke, dass das was ganz Cooles wird. Ihr seht schon hier ein bisschen was angezeichnet. Sondern wir haben auch noch Hilfe von einem neuen Werkzeug, einer neuen Maschine, die ich euch heute so ein bisschen vorstellen darf. Und natürlich, die jetzt nicht nur heute bei diesem Projekt uns helfen soll, sondern auch in zukünftigen Projekten. Und damit meine ich diesen Vevor Bandschleifer. Ganz wichtig für euch zu wissen ist, dass alles, was ich über diesen Bandschleifer sage, zu 100% meine Meinung ist. Die Jungs und Mädels von Vevor haben mir hier überhaupt keine Vorschriften geben wollen. Also verwende ich diese Maschine bei dem Projekt, das wir heute vorhaben und gebe euch natürlich ein 100% ehrliches Feedback, wie ich die Maschine finde. Ganz vorneweg als kleinen Spoiler kann ich euch schon sagen, in der Preiskategorie, mit der Ausstattung, findet man auf dem Markt überhaupt nichts Vergleichbares. So Freunde, und das ist also das Messer, um das es heute gehen soll, wo wir hier Veränderungen dran vornehmen wollen. Ihr seht hier ein wunderschönes Böker in einem relativ außergewöhnlichen N695er Stahl. Sieht man auch gar nicht so oft. Und auf der Rückseite, ich habe es ja schon erwähnt gehabt, hier sieht man es ganz gut, hat der Besitzer selbst schon mal angezeichnet, was er sich denn für eine neue Klingenform wünscht. Also alles, was unterhalb der schwarzen Linie liegt, soll im Endeffekt verschwinden. Und die schwarze Linie stellt jetzt ungefähr die neue Phase denn dar. Und auch beim Fingerguard sollen wir hier ein bisschen was wegnehmen. So weit, wie er es jetzt angezeichnet hat, werden wir es nicht wegnehmen können. Denn dann kann es passieren, dass sich der Fingerguard hier öffnet, denn der Schlitz für die Klinge ist ja hier auch irgendwo. Also wir werden das Ding auf jeden Fall kürzen, aber nicht auf die Länge, die er jetzt angezeichnet hat, sondern vielleicht 1-2 mm länger lassen. Tja Freunde, und die Arbeitsschritte hierfür sind eigentlich auch ziemlich straightforward. Natürlich, wir müssen erstmal das Material entfernen, damit wir auf die Linie hier kommen, also die Klingenbreite haben, die wir denn im Endeffekt wollen. Und der nächste Schritt, der vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, zumindest für Leute, die sich mit Messern nicht so gut auskennen, ist, dass wir das Ganze hier noch ausdünnen müssen. Denn das Problem ist, wenn wir die Klingenbreite jetzt hier reduzieren auf den schwarzen Strich, dann ist das Material hier schon so dick, dass die Phase extrem dick sein würde mit dem korrekten Winkel. Und deswegen muss die noch ausgeschliffen werden, damit wir hier wieder auf die Dicke kommen, die wir jetzt hier am Ende der Phase haben. An der Stelle muss ich natürlich ganz klar zugeben, das Abtragen des Materials hier vorne an der Schneide, um auf die schwarze Linie zu kommen, ist natürlich keine Kunst und kann natürlich mit jedem anderen Gerät, zum Beispiel einem Winkelschleifer, vorgenommen werden. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt den Bandschleifer, den wir heute benutzen werden. Aber spätestens, wenn es dazu kommt, die Klinge auszudünnen, also über die gesamte Fläche hier Material wegzunehmen, dann ist der Bandschleifer eigentlich unersetzlich und deswegen habe ich hier genau dieses Projekt für das Vorstellen von diesem Bandschleifer ausgewählt. Wie gewohnt, viel zu viel gequatscht, wir gehen direkt rüber und starten direkt rein. Logischerweise nehmen wir hierfür erstmal den Schleifvließaufsatz von dem Bandschleifer runter und packen ein frisches 60 Korn Keramikband drauf. Umso niedriger die Zahl, umso größer sind die Schleifpartikel und umso schneller kann man Material abtragen. Und ich weiß, alle Leute, die irgendwas mit Elektronik zu tun haben, werden sich hier wahrscheinlich an den Kopf fassen. Aber seid beruhigt, die beiden Kabel werden hier nochmal in Zukunft ordentlich verlegt. Das Malerkrepp habe ich über die Tasten vom Speed Controller gelegt, weil ich sonst den Schleifstoff beim Bedienen über das ganze Gerät verteilen würde. Losgelegt habe ich hier erstmal mit einer sehr moderaten Geschwindigkeit, da die Klinge ja hier vorne noch sehr dünn ist und somit auch sehr schnell zu heiß werden kann. Natürlich sollte zwischendurch immer schön abgekühlt werden, denn obwohl Keramikbänder deutlich kühler schleifen als zum Beispiel Aluminiumoxid, entwickelt sich hier natürlich auch Hitze durch die Reibung. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie der Arbeitsschritt genauso gut mit der Flex vorgenommen werden kann. Hierfür habe ich die Flex in den Schraubstock eingespannt und bewege das Messer. Dadurch hat man zum einen viel mehr Kontrolle über die Klinge und auch die Temperatur kann man so viel besser mit den Fingern wahrnehmen. Der große Nachteil, hier muss man deutlich öfter die Klinge im Wasser versenken, denn hier handelt es sich offensichtlich nicht um Keramikschleifmittel und außerdem haben hier die Schleifmittel durch den kurzen Weg, den sie zurücklegen, weniger Zeit sich abzukühlen. Auch den Fingerguard kann man so bearbeiten, aber wenn es dann an die Rundung gehen soll, dann macht sich der Bandschleifer natürlich viel besser. So Freunde, der erste Schritt ist getan, die Form steht. Wir haben natürlich jetzt hier ganz logischerweise eine extrem große Fläche, da wo eigentlich die Schneide sein soll. Und darum geht es jetzt an den zweiten und auch eigentlich wichtigeren Schritt, und zwar das Ausdünnen, damit wir hier wieder eine wunderschöne Phase raufpacken können, die nicht komplett scheiße aussieht. Und hierfür, wie gerade schon gesagt, ist es natürlich eigentlich unerlässlich, dass wir diesen Bandschleifer jetzt haben. Manche Leute werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, kann man nicht einfach mit dem Bandschleifer, mit dem ich jetzt zum Beispiel immer die Klingen schärfe, kann man mit dem nicht eigentlich auch den Materialabtrag vornehmen? Rein theoretisch ist das natürlich möglich, aber die Bandgeschwindigkeit ist hier so viel geringer als bei dem großen Bandschleifer, dass das einfach ewig dauern würde. Ein weiterer großer Minuspunkt für die kleinen Bandschleifer ist natürlich, dass die Auswahl an Bändern hier sehr limitiert ist. Das heißt, es gibt keine Keramikbänder, soweit ich weiß. Es gibt auch keine Scotch-Brite-Bänder, also Schleiffließbänder. Für den großen Bandschleifer, also in 2 Meter Länge, gibt es diese Bänder auf jeden Fall. Und somit kann ich jetzt auch großartigerweise ein 60er Keramikband nehmen und hiermit extrem viel Material abtragen. Da das gute Stück hier natürlich ein Outdoor-Messer ist und bleibt, werden wir die Phase nicht auf 0 ausschleifen. Das macht hier wenig Sinn. Bei Küchenmessern kann man das natürlich machen, aber bei Outdoor-Messern
ist wahrscheinlich die Gefahr, dass dann hier Ausbrüche entstehen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Dementsprechend werden wir die Klinge natürlich schön dünn ausschleifen, aber nicht auf Null nehmen. Ihr seht, jetzt wage ich mich mit der Bandgeschwindigkeit etwas höher. Der Motor macht aktuell 1200 Umdrehungen. Und das ist noch nicht mal die Hälfte der Maximalleistung. Denn wenn man den Motor mal richtig rennen lässt, dann macht der unglaubliche 2800 Umdrehungen. So Freunde, wir haben das 60er Band jetzt hinter uns. Wir haben jetzt ungefähr eine Stärke von 0,3 auf der gesamten Länge der Klinge. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ziemlich okayer Wert für Outdoor-Messer. Natürlich, wie gesagt, wenn man ein Küchenmesser hat, die kann man auf 0 runterschleifen. Das Schleifmuster, was wir drauf haben, ist natürlich jetzt noch ein bisschen grob. Wir haben jetzt 60er Körnung an Schleifmuster drauf. Das wollen wir jetzt erstmal auf 120 ändern. Dafür werde ich jetzt ein 120er Band in den Bandschleifer einspannen. Damit eliminieren wir dann hoffentlich alle 60er Scratches, die hier noch drin sind. Und dann denke ich, wird der letzte Schritt für die Progression ein feines Schleifvlies sein. Also auch das müssen wir dann nochmal auf den Bandschleifer bringen und dann alle 120er Keramikschleifspuren ausschleifen. Let's go! Jetzt wechseln wir wie angekündigt nochmal auf ein feines Fließband. Dadurch, dass das Vlies nicht komplett steif ist, sondern ein bisschen nachgibt, verschwinden hier alle Unebenheiten und das Schleifmuster sieht im Anschluss super einheitlich aus. Hierfür habe ich die Bandgeschwindigkeit wieder etwas runtergedreht. Das ist natürlich auch alles ein bisschen subjektiv, bei welcher Geschwindigkeit man sich wohlfühlt. Diesen Bandschleifer kann man ja auch ohne Speed Control kaufen, jedoch muss ich sagen, dass für meine Arbeiten, die ich hier mit diesem Bandschleifer umsetzen möchte, die Geschwindigkeitsregulierung extrem viel wert ist. Falls ihr also schon länger mit dem Gedanken spielt, euch mal so eine größere Maschine zuzulegen, schaut doch ganz einfach mal bei den Jungs und Mädels von Wever vorbei. Auf der Website von denen findet ihr natürlich auch alle Informationen zu den Zubehörteilen, die hier bei der Lieferung komplett kostenlos dabei sind. Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ihr seht, mit dem Finish vom Fingerguard habe ich mir ein bisschen länger Zeit gelassen und habe mich final dann dazu entschieden, das Ganze mit einem Schleifvlies nochmal per Hand zu schleifen. Und dann war ich auch mit diesem Oberflächenfinish sehr zufrieden. So Freunde, auch der Fingerguard, ihr habt es gesehen, ist jetzt wieder in einem wunderschönen, jetzt in seinem gekürzten Format. Und wir können uns jetzt daran wagen, eine neue Phase zu erstellen. Das Erstellen einer Phase für eine Klinge, die noch keine hat, so wie es hier der Fall ist eigentlich nichts anderes als das Schärfen. Bloß generell, durch den höheren Materialertrag wird man natürlich hier um einiges länger brauchen. Die Schritte sind allerdings genau die gleichen. Man wählt einen Winkel aus, mit dem man hier diese Phase versehen möchte. Und dann wird ganz einfach so viel Material abgetragen, bis irgendwann der Grat übersteht. Also wir auf jeden Fall diese Spitze etabliert haben. Und dann natürlich noch den Grat entfernen. Und schon ist das Messer, in der Theorie zumindest, extrem scharf. Für das Erstellen der Phase benutze ich hier die gleiche Grid Progression, wie wir gerade eben für die Oberfläche benutzt haben. Das heißt also, ein Großteil der Arbeit übernimmt ein 60-Korn-Schleifband. Natürlich wird hier besonders regelmäßig die Klinge abgekühlt. Jetzt wechseln wir nochmal auf ein 120er und entfernen alle 60er Scratches. ...120 Grit ist für die Schneidphase natürlich noch etwas grob und dadurch bekommt die Schneidphase hier nochmal manuell den letzten Schliff. Und das Abziehen als letzten Schritt stellt sicher, dass wir auch wirklich jeden Mikrograd vollständig entfernt haben. Jetzt soll auch der Holzgriff nochmal eine kleine, schnelle Politur erfahren. Der schwierigste Schritt hierfür ist offensichtlich das Abreißen des Klebebands. Scheiße, ey.
Und das, Freunde, ist also unser Endresultat. Ich hatte mal wieder extrem viel Spaß beim Umsetzen dieses Projekts, was nicht zuletzt an diesem großartigen Wevor Bandschleifer liegt. Das gute Stück ist jetzt schon einige Zeit bei mir und wird regelmäßig benutzt. Das Teil ist super hochwertig verbaut und Arbeiten macht damit extrem viel Spaß. Irgendwas Negatives kann ich bisher zumindest über diese Maschine auf jeden Fall nicht sagen. Dementsprechend werdet ihr auch in Zukunft diese Maschine öfter in meinen Videos sehen. So Freunde, so schnell kann es gehen und wir sind am Ende des Projekts und damit natürlich auch am Ende des Videos schon wieder angekommen. Ich hoffe natürlich vorrangig, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst mich liebend gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Endresultat und auch das Video als Ganzes fandet. Genauso freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo, wer das noch nicht getan hat. Schaut liebend gerne mal auf meinem Kanal vorbei, da gibt es nämlich regelmäßig nicht nur lange Videos, sondern auch Videos im Shortformat. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei dem Wevor-Team bedanken für die Bereitstellung des Bandschleifers. Natürlich, alles was ich gesagt habe war meine Meinung. Also wenn ihr diesen Bandschleifer oder vielleicht auch andere Produkte von Wevor interessant findet, dann schaut liebend gerne mal in meine Beschreibung rein. Dort findet ihr einige Links. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, wir sehen uns ganz bald. Ciao.